Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität von mindestens 150 Minuten, moderater oder 75 Minuten intensiver Bewegung pro Woche ist entscheidend für die Gesundheit. Diese Aktivität stärkt nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern verbessert auch die Insulinsensitivität, erhöht die Knochendichte und unterstützt ein gesundes Körpergewicht. Darüber hinaus hat Bewegung positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, indem sie Stress abbaut, die Stimmung hebt und die Schlafqualität verbessert. Regelmäßiges Training stärkt zudem das Immunsystem und reduziert das Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten. Allerdings sollte man vorsichtig sein, um Verletzungen durch Überanstrengung zu vermeiden. Obst- und Gemüsekonsum. Eine Ernährung reich an Obst und Gemüse, idealerweise mindestens 5 Portionen, 400 bis 500 Gramm täglich, ist von unschätzbarem Wert für die Gesundheit. Diese Lebensmittel sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und Ballaststoffen. Ein hoher Konsum von Obst und Gemüse stärkt das Immunsystem, verbessert die Darmgesundheit und kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten senken. Zudem unterstützt eine obst- und gemüsereiche Ernährung die Hautgesundheit und kann bei der Gewichtsregulierung helfen. Die Vielfalt der Farben und Sorten ist dabei wichtig, da unterschiedliche Pflanzen verschiedene Nährstoffe liefern. Schlafqualität und Quantität. Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf von 7 bis 9 Stunden pro Nacht ist fundamental für die Gesundheit. Guter Schlaf verbessert die kognitiven Funktionen, unterstützt die emotionale Regulation und ist entscheidend für die körperliche Regeneration. Während des Schlafs festigt sich das Gedächtnis und wichtige Reparaturprozesse im Körper finden statt. Regelmäßiger, erholsamer Schlaf stärkt das Immunsystem, unterstützt die Hormonregulation und hilft bei der Gewichtsregulation. Chronischer Schlafmangel hingegen kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, darunter ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Störungen. Stressmanagement. Ein ausgewogenes Stressniveau und effektives Stressmanagement sind entscheidend für die Gesundheit. Chronischer, unbehandelter Stress kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungsstörungen und psychischen Problemen wie Depression und Angststörungen. Effektives Stressmanagement durch Techniken wie Meditation, Achtsamkeit oder regelmäßige körperliche Aktivität kann die Resilienz erhöhen, die mentale Gesundheit verbessern und sogar die Immunfunktion stärken. Es ist wichtig, Stress als Herausforderung und nicht als Bedrohung wahrzunehmen und regelmäßige Erholungsphasen in den Alltag zu integrieren. 5. Alkoholkonsum. Moderater Alkoholkonsum, definiert als nicht mehr als ein Drink pro Tag für Frauen und 2 für Männer, kann für einige Menschen akzeptabel sein. Jedoch ist es wichtig zu betonen, dass kein Alkoholkonsum aus gesundheitlicher Sicht am besten ist. Übermäßiger Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Lebererkrankungen, verschiedene Krebsarten, Herz-Kreislauf-Problemen und psychische Störungen. Er kann auch zu Abhängigkeit führen und negative Auswirkungen auf soziale Beziehungen und berufliche Leistungen haben. Regelmäßige alkoholfreie Tage und ein bewusster Umgang mit Alkohol sind empfehlenswert. Rauchen und Passivrauchexposition. Der vollständige Verzicht auf Rauchen und die Vermeidung von Passivrauch sind für die Gesundheit von größter Bedeutung. Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für zahlreiche schwerwiegende Erkrankungen, darunter Lungenkrebs, COPD, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele andere Krebsarten. Es beschleunigt die Hautalterung, beeinträchtigt die Fruchtbarkeit und kann zu Komplikationen in der Schwangerschaft führen. Auch Passivrauch ist schädlich und erhöht das Risiko für Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme bei Nichtrauchern. Der Verzicht auf Rauchen führt zu einer sofortigen Verbesserung der Gesundheit, einschließlich einer besseren Lungenfunktion und einem reduzierten Risiko für Herzerkrankungen. Qualität sozialer Beziehungen. Die Pflege positiver sozialer Beziehungen hat einen bedeutenden Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit. Starke soziale Bindungen können Stress reduzieren, die mentale Gesundheit verbessern und sogar die Lebenserwartung erhöhen. Menschen mit guten sozialen Beziehungen haben ein geringeres Risiko für Depression, Angstzustände und andere psychische Erkrankungen. Soziale Unterstützung kann auch bei der Bewältigung von Krankheiten helfen und die Erholung beschleunigen. Regelmäßiger Kontakt zu Familie und Freunden, aktive Teilnahme am Gemeinschaftsleben und die Entwicklung von Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten sind wichtige Aspekte eines gesunden sozialen Lebens. Vorsorgeuntersuchungen. Regelmäßige Teilnahme an empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen ist ein Schlüssel zur Früherkennung und Prävention von Krankheiten. Diese Untersuchungen, die je nach Alter, Geschlecht und individuellen Risikofaktoren variieren, können Gesundheitsprobleme oft erkennen, bevor Symptome auftreten.
Dazu gehören Krebsvorsorge, zum Beispiel Mammographie, Darmkrebs-Screening, Herz-Kreislauf-Checks, Diabetes-Screening und regelmäßige Zahnuntersuchungen. Früherkennung ermöglicht oft eine effektivere Behandlung und bessere Prognosen. Vorsorgeuntersuchungen bieten auch die Möglichkeit, den eigenen Gesundheitszustand zu überprüfen und gegebenenfalls Lebensstiländerungen vorzunehmen. Ernährungsqualität. Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung ist fundamental für die Gesundheit. Eine optimale Ernährung sollte reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, mageren Proteinen und gesunden Fetten sein. Gleichzeitig sollte der Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, zugesetzten Zuckern und gesättigten Fetten begrenzt werden. Eine gute Ernährungsqualität unterstützt das Immunsystem, fördert die Darmgesundheit, verbessert die kognitive Funktion und kann das Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten reduzieren. Eine ausgewogene Ernährung hilft auch bei der Gewichtskontrolle und kann positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben. Sitzzeiten. Die Reduzierung übermäßiger Sitzzeiten ist ein wichtiger Aspekt eines gesunden Lebensstils. Langanhaltende Sitzperioden werden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Übergewicht und bestimmte Krebsarten in Verbindung gebracht. Ideal ist es, die Sitzzeit auf maximal 6-8 Stunden pro Tag zu begrenzen und regelmäßige Bewegungspausen einzulegen. Die Verwendung von Stehpulten, aktiven Sitzgelegenheiten und die Integration von mehr Bewegung in den Alltag können helfen, die negativen Auswirkungen langen Sitzens zu reduzieren. Regelmäßige Unterbrechungen des Sitzens können die Durchblutung verbessern, den Stoffwechsel ankurbeln und Rückenschmerzen vorbeugen. Entspannungstechniken und Meditation. Die regelmäßige Praxis von Entspannungstechniken oder Meditation, idealerweise täglich für 10-20 Minuten, kann signifikante gesundheitliche Vorteile bieten. Diese Praktiken können Stress reduzieren, die emotionale Regulation verbessern und die Konzentrationsfähigkeit steigern. Meditation und Entspannungsübungen können den Blutdruck senken, die Schlafqualität verbessern und zur Schmerzlinderung beitragen. Langfristig kann regelmäßige Meditation sogar die Struktur und Funktion des Gehirns positiv beeinflussen, was zu verbesserter kognitiver Leistung und emotionaler Stabilität führt. Die Integration solcher Praktiken in den Alltag kann die allgemeine Lebensqualität erheblich steigern. Hydration, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, typischerweise 2-3 Liter pro Tag, ist essentiell für die optimale Funktion des Körpers. Gute Hydration unterstützt die Nierenfunktion, fördert die Entgiftung des Körpers, reguliert die Körpertemperatur und unterstützt die Verdauung. Ausreichendes Trinken kann auch zur Vorbeugung von Kopfschmerzen beitragen und die körperliche sowie kognitive Leistungsfähigkeit verbessern. Wasser sollte die Hauptquelle der Flüssigkeitszufuhr sein, ergänzt durch andere kalorienarme Getränke. Eine gute Hydration trägt auch zu einer gesunden Haut bei und kann bei der Gewichtsregulation unterstützen. Schlafprobleme. Regelmäßige Schlafprobleme, sei es Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen, können erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Chronischer Schlafmangel kann zu Beeinträchtigungen der kognitiven Funktionen, erhöhtem Unfallrisiko, geschwächtem Immunsystem und einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen führen. Eine gute Schlafhygiene, einschließlich regelmäßiger Schlafenszeiten, einer ruhigen und dunklen Schlafumgebung und der Vermeidung von elektronischen Geräten vor dem Schlafengehen, kann die Schlafqualität erheblich verbessern. Bei anhaltenden Schlafproblemen ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, da unbehandelte Schlafstörungen langfristig zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen können. Geistige Aktivitäten und Lernprozesse. Regelmäßige Teilnahme an geistigen Aktivitäten und Lernprozessen ist entscheidend für die kognitive Gesundheit, insbesondere im Alter. Aktivitäten wie Lesen, Puzzles lösen, neue Fähigkeiten erlernen oder ein Musikinstrument spielen können die neuronale Plastizität erhöhen und das Risiko für kognitive Abbauprozesse und Demenzerkrankungen reduzieren. Lebenslanges Lernen fördert nicht nur die geistige Flexibilität und Kreativität, sondern kann auch das Selbstwertgefühl stärken und zur allgemeinen Lebenszufriedenheit beitragen. Die Integration von kognitiv herausfordernden Aktivitäten in den Alltag kann die Gehirngesundheit langfristig unterstützen und die Lebensqualität im Alter verbessern. Work-Life-Balance. Eine ausgewogene Work-Life-Balance, bei der Arbeit, persönliche Zeit, Familie, Hobbys und Erholung in einem gesunden Verhältnis stehen, ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden. Eine gute Balance kann Stress reduzieren, die mentale Gesundheit verbessern und die Arbeitszufriedenheit sowie Produktivität steigern. Es ist wichtig, klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen, regelmäßige Pausen einzulegen und Zeit für persönliche Interessen und Beziehungen einzuplanen. Eine schlechte Work-Life-Balance kann zu Burnout,
Erschöpfung und negativen Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit führen. Die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und effektiv zu kommunizieren, ist oft entscheidend für die Aufrechterhaltung einer gesunden Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichem Leben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein ganzheitlicher Ansatz zur Gesundheit, der alle diese Aspekte berücksichtigt, zu einer deutlich verbesserten Lebensqualität und einem reduzierten Risiko für viele chronische Erkrankungen führt. Während die Umsetzung dieser Gewohnheiten Zeit und Mühe erfordert, überwiegen die langfristigen Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden deutlich die kurzfristigen Herausforderungen oder Einschränkungen. Es ist wichtig zu betonen, dass kleine, konsistente Veränderungen im Laufe der Zeit zu signifikanten Verbesserungen führen können und dass es nie zu spät ist, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln.